buddy? How is it going, buddy? Ich wollte mit deiner Hand. Nee. Was ist denn das hier, Alter? Das ist der wahre Schatz. Das ist das Big Money Cash. Alter, das passiert, wenn man halt, wenn man halt ein paar Tage unterwegs ist, sag ich mal, ne? Das sind nicht alles wirklich Pakete, du hast mich verarscht. Doch, wir holen die jetzt raus. Wer schickt dir denn so viele Pakete? Das kann nicht alles ESN Das sein. schauen wir jetzt mal nach. Es wird wahrscheinlich, so viel wird ESN sein und so viel werde ich sein. Ist das jetzt modern, dass man so ein Band hier so hat? Ich weiß es nicht. Young LA, weißt du, das ist Nein, wie heißt das richtig? Jungler. Jungler. Es ist ein Jungle, heißt Jungle. das richtig. Was geht bei dir? Ja. Du hast auch Young LA an hier. Ja, ich bin halt natürlich ja auch. Top to bottom. Das, was du nicht mehr trägst, krieg ich dann ab. So Wie damals ist bei deinen Brüdern. Ja. Ey, mein Bruder hat so ein Shirt von mir bekommen, das ist ja 4XL oder so, Alter. Das ist einfach ein Sack. Ich suche mir den Tag aus, Sonntag, weil es hier leer ist, um die Dinge abzuholen. Und das kommt mir schon ganz verdächtig vor, denn so wie das aussieht, wird da gleich draufstehen ISN. Und es ist ISN Nummer 1. Weiter geht's. Deswegen komme ich sonntags immer her. Day One Performance. Das hat mir Arda geschickt und da ist ein Stück von seinem Schuh, glaube ich, vom 600 Kilometer Lauf drin. Finde ich cool. Finde ich auch schön, dass er mir so einen Teil davon zukommen lässt. Das berührt mich im Herz, weißt du? Das hat für mich einen emotionalen Wert. Oh, und noch ganz hinten drin. Leck mich doch am Arsch. ISN, habe ich doch gesagt. Ich kenne doch meine. Wie ein Adventskalender. Wisst ihr? Von Chibo ein Paket. Chibo? Was geht denn jetzt los? Chibo. Aber da bist du noch nicht gesponsert. Nee, aber. Hast du was bestellt? Nee, die ganzen Kaffeeanbieter schicken jetzt wahrscheinlich eine neue Kaffeemaschine. Wäre ja auch nicht verkehrt, im Gym fehlt ja eigentlich auch noch eine. Ja, die ist. Können wir gleich mal gucken, was das ist. Was haben wir da? Okay. Bin ich auch drauf gespannt. Ah! Sauerstoffkammer von mir im Gym. Die haben die abgeholt. Da gibt es vielleicht nochmal ein Upgrade, beziehungsweise habe ich da ein bisschen Platz gebraucht und dachte mir, ja, darin wird es immer so heiß. Ich habe da immer mein Kissen mit reingenommen, weil ich habe so ein Black Roll Kissen, das ist sehr angenehm zum Schlafen, weil ich habe da drin immer gepennt. Ja, und die haben es abgeholt und was lag noch in dem Ding drin? Mein Kissen. Die waren so nett, dann haben sie es mir zurückgeschickt. Weißt du, dass ich einfach 13 Stunden geschlafen habe? Ich beneide dich so krass, Alter. 13 Stunden. Bei mir waren es 5 oder 6 Mal. Oder 6, 7. Was haben wir da? ISN. Aber da ist was drin. Nee, aber dieses über 10 Stunden Schlafen ist schon dieser Moment, wenn du aus dem Bett aufstehst und dann so aufstehen musst, weil du schon diese, was haben die älteren Herrschaften oder wenn du im Krankenhaus bist so und da lange liegst, da muss man dich ja so durchbewegen. Wenn du lange im Krankenhaus liegst, musst du durchbewegt werden von Krankenschwestern oder von halt Krankenhelfern, dass dein Bewegungsapparat da vernünftig läuft. Mhm. Also wenn unter euch in der Kommentarsektion 2, ich glaube eher Männer wären besser. KrankenschwesterInnen. Nee, das sind dann Pfleger. Ah, PflegerInnen. Pfleger und PflegerInnen sind. Die können dann. Nee, wenn du PflegerInnen sagst, dann hast du Pfleger genau, schon mit drin. Du weißt schon, was ich meine. Oder du sagst Pflegerinnen und Pfleger. Ja. Nee, Pflegerinnen und Pfleger. Meine ich ja. Pflegerinnen und Pfleger. Die können dann gern. Markus, alles auf deiner Seite. Servus. Sind wir gerade fertig. Gut, dann räumen wir den Bums mal ins Auto, oder? Ja. Machst du jetzt auf? Ich bin immer so der Typ, ich muss jetzt schon reingucken. So Parkplatz-Unboxing. Ja, genau. Ich bin da immer so. Also nicht komplett Unboxing, aber ich mache dann immer so.
Oh ja, habe ich nicht im letzten Video von den 20 Melatonins, von den Sleeps gesprochen? Nee. Sicher? Ich Ja. glaube, ich habe das irgendwo erwähnt. Ja, ich habe Hast du 20 Sleepdosen bestellt? ja, weil da bei mir ist der Verschleiß zu groß, weil das, Jetzt weiß ich auch, wo du 13 Stunden schläfst. Digga, das Zeug wirkt. Ich sag's dir ganz ehrlich. Das knallt so rein. Gut. Ist es jetzt wieder ein Mietwagen oder ist das jetzt schon ein richtiges eigenes Nein, das ist Auto? ein Mietwagen. Weißt Was- schon, Bruder, ich gönne dir auch natürlich einen schönen Mercedes, aber eigentlich als erstes Auto brauchst du so einen richtigen Latschen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Weil so wie du fährst, wäre es vielleicht noch angebracht, da erstmal ein bisschen zu üben. No front. Ja. Ja, kann man so und so sagen. Weil Airbag-technisch sind so neue Autos halt schon echt cool. Die ganze Autogeschichte. Und die kümmern wir uns jetzt auf jeden Fall als nächstes. Und gucken, was dann passender fahrbarer Untersatz. Irgendwo hatte ich das gesagt, keine Ahnung. Und jetzt kommt lieber erst, nachdem der Kaffee geschmeckt hat, bla 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 bla, weitere Kapseln zum Pulsieren. Also das ist einfach cool. Da kannst du einen ausgewachsenen Bären kannst du damit umbringen. Und wir hier Kaffee Crema Terreno Alto. Ja, nice. Packst die Kapseln ein, klatscht die rein, Deckel zu, einmal draufdrücken und das kommt perfekt raus. Da kommt nicht erst 75% Wasseranteil wie bei der anderen Plörre, die ich dafür 600 € bestellt habe. Wieso Das ist zurückgegangen? einfach, ja, Raspberry Ride Chocolate, das bist ja eher du so. Das ist ja eher dein Fall so. Ja, das ist schön Matcha, soft. Verplatscha mit 15 verschiedenen Beeren. Apropos Matcha, was macht eigentlich Franco? Der Franco. Ja. Ah, ist zu früh am Morgen, sonst hätte ich ihn angerufen. Extra Rollover. Cool. Ja gut, aber wir wollen jetzt hier nicht ein Product Placement Video ausarten, Ja, weil genau, was es das ja war- auch nicht ist. Nee, das käme jetzt gerade so ein bisschen Product Placement mäßig rüber. Ja, und da ist nur ein Kissen drin. Wollen wir das auch mal auspacken? Das ist ein geiles Kissen, das ist echt ein geiles Kissen. Nice, von Ader. Ja, so. Boah. Geil. Ein Stück des Schuhs, ein Stück Geschichte hier drin. Was Ader damit abgerissen hat, ist schon gestört. 606 Kilometer in 123 Stunden. Stehst du drauf? Ja. Limited 39 von 100. Ja, da würde ich mal sagen, super und vielen Dank für das Ding. Bester Mann. Bester Mann. Geil. Und hier auch noch für jeden Bodybuilder ist ja noch ein Spiegel drin. Mann, sehe ich heute beschissen aus, Alter. Und dass ich hier so einen Pickel habe, dann hättest du Wo mir ruhig- denn? hättest Lass mir nicht ruhig was anfassen, sagen Mann. können. Man fesst es nicht. Nein, Digga. Digga, lass es da mal. Das, Ich drück das immer aus. nein, im Auftrag von deiner Mutter muss ich sagen, passt da jetzt nicht an. Ja, aber, Das ist doch schon ausgedrückt. aber du kennst es doch auch, wenn irgendjemand sagt, fass das nicht an, wenn du einen Pickel im Gesicht hast und ich sage, Weißt ey, du, da was ein ist ein Pickel ist, Mann? Das ist ein kleiner Kratzer. Halt Ja, mal die Backen jetzt. Digga, ich hatte richtig Pickel früher. Nein, ich habe auch schon unter so nach hinten gekriegt. Das will ich ablenken. Ich hatte einen Pickel darüber. Das ist Spanosere Ecclesia d'Importis Ele Ah, haben wir eine Limited Greek Joghurt Honey Flavor. Geil, das hört sich zum ersten Mal wirklich nice an. zum ersten Mal. Ja, Digga, ich bin gar kein Ja, Fan. Flavor Powder nutzt du eigentlich gar nicht. Gar ne? kein Fan von Flav Powder. Ja, ich weiß. Kann man doch auch mal sagen, oder? Ja, natürlich. Also wir haben also bei ESN so tolle Produkte, aber so Flav-Zeug, die ganze Whey-Geschichte ist doch schon süß genug. Also jetzt kann ich den Spruch bringen. Von Seite, wo ich herkomme, wo ich groß geworden bin, da gab es das Kilo Eiweiß Vanille oder Schoko. Gab es halt echt nur Vanille, Schoko oder Erdbeer. Ganz neue Ding war dann Quark Zitrone. Das war so meine Zeit. Scheiße, Mann. Aber war geil. Deswegen, braucht ihr sowas? Nein, braucht ihr nicht. Aber das stelle ich mir ganz geil vor in irgendwie Also ich sag mal, in Magerquark. Weißt du, im Magerquark haust du es da rein, dann hast du diese Greek Joghurt Geschmack. Den Ja, habe ich und- immer gefeiert. typischer Use Case auch bei vielen Flav Powders ist halt einfach im Latte Macchiato, im Kaffee.
Nee. Doch. Gerade da, Alter. Gerade da wird gesüßt. Das macht ja auch wirklich Sinn. Nein, das macht ja auch wirklich Sinn. Nee. Guck mal, Ein statt Kaffee, wenn du geilen Kaffee Mann, wenn hast. Leute den Karamell-Latte Macchiato nehmen wollen, dann nehmen die halt noch nicht den gesüßten Superzucker. Ja, das sind dann sondern genau halt den die Chunky übergewichtigen Flavor oder Frauen, die bei Designer. Starbucks stehen und sich dann, I just want a coffee und sich dann Frappuccino mit 2800 Kalorien hinter die Binde kippen. Also wir sparen uns das Flavor Powder und nehmen nur noch eine Packung Whey mit. Genau, so sieht's aus. Das ist richtig. Außer Greek Joghurt, der ist jetzt wirklich gut. Nein, Greek Yogurt ist, also Der ist wirklich stelle ich mir gut. schon geil vor. Ah, Oh, Honey Cereal. Das Warte, ist ein warte, richtig warte. geiles Whey zum Beispiel. ist das neu? Nee, das gab's schon mal, aber das ist, das gab's schon, das habe ich bei dir, glaube ich, gesnackt in Berlin. Honey Cereal gab's schon mal und das ist sehr lecker, muss man sagen. Kann man sich auch reinziehen. Und ich glaube, wir leaken hier gerade einfach Sachen, die wir noch gar nicht leaken dürfen, aber... Ey, ganz ehrlich, dann sollte es uns nicht schicken. Gell? Die Wichser. Dann schickt's uns doch nicht. Peanut Butter Cup. Crank Pump Pro, das kann man immer gebrauchen. Das ist zum Beispiel, das ist eine Waffe hier. Das ist eine Waffe, die wir heute gleich verwenden können. Kiwi, Strawberry Kiwi. Der wird sich heute gegönnt. Müll wegbringen leicht gemacht. Das ist mein Gitter vom Müll. Da muss man halt die Polackentaktik muss man anwenden. Früher als Kind wir hatten einmal auf dem Dorf in Rehenhof, hatten wir immer so Papierabfuhr und dann durfte man als Kind da einmal im Jahr mitfahren. Das war für mich das Geilste überhaupt. Aha. Ich mich so drauf gefreut, weil du konntest, das darfst du alles heutzutage ja schon gar nicht mehr, aber früher konnte ich da als 5-, 6-, 7-jähriger Pisser konnte ich dann da hinten auf dem LKW einfach drauf sitzen, oben auf dem Müll und der ist gefahren. Da wir heute Ohne direkt, Gurt, ohne irgendwas. Und mein Vater saß auch drauf. Richtig geil. Da hat er uns immer mitgenommen. So. Das war vom Verein, vom Gewichtheberverein. Hat mir ultimativ Spaß gemacht als Kind. Aber ja. Und was macht ihr so sonntags? Mann! Ich glaube, das wollen die halt nicht hier. offensichtlich lässt du dich davon aber nicht Was die abhalten. Menschen so von mir denken, gell? Aber Wurst, der lebt bestimmt ganz anders Leben. Nee, Mann. Ich bin auch nur ein Mensch. Scheiß drauf, den Rest nehmen wir mit und bringen den im Gym weg. Stehen wir bis heute Abend noch hier. Was haben wir da? Wir nehmen das Strawberry Kiwi. Oh, da muss noch Taurin rein. Hier hat auch immer Taurin. Das ist ein Mir so- Geheimrezept? Ich weiß nicht, ob es geheim ist, aber ich bin ja ständig am Tüfteln. Ich bin immer der Tüftler an mir selbst. Reicht es an Wasser? Crea muss auch noch ein Sticker. Ja, stimmt, ein bisschen mehr Wasser geht auch. Aber ey, wir haben so eine Wasserproblematik hier. Und ich werde aus diesem Kühlschrank, der ist jeden Tag auch irgendwie, steht da eine andere Gradzahl. Ich weiß auch nicht, wie gut das ist. Dann holst du ein Wasser raus hier. Das ist so mittig gefroren. Das Ding ist komplett steinhart. Wenn hier einer einbricht, dann kann ich dem damit eine betonieren. Das Karamalz ist gar nicht gefroren, aber ich glaube auch Kohlensäure friert nicht, oder wie war das? Oder laber ich da gerade Physiker. völlige Plörre? Ich weiß Physikabschluss von 5,8. Jahrgangsschlechtester, muss man auch mal dazu sagen. Das schafft auch nicht jeder. Aber ich muss wieder Karamalz holen. Denn Karamalz ist der beste Post-Workout-Shake. Dennis nimmt ja immer hochmolekulare Maisstärke. Und Stefan schwört auf das Cyclic Dextrin, also ja, auch irgendeine Zuckerform. Aber im Endeffekt ist es halt schneller Zucker und der muss im Muskel ankommen. Beste Rabatte, Code Polacco oder Code Urs
bei ESN. In diesem Sinne, let's go. Den Booster will ich immer schnell ins System, dann warm machen. Ich denke mir da immer so in meinem Kopf, der braucht jetzt 15, 20 Minuten, bis der wirkt. Deswegen bin ich auch immer so pushy zu Markus und sage, komm, lass schnell Booster drehen, dass der wirken kann. So. Ja. Ich habe auch mal irgendwann mal ganz früh die erste Stim-Booster-Erfahrung. C4 hieß der Booster damals, keine Ahnung. Guter Name. Ja. Den habe ich mit Sergi genommen, meinem ältesten Bruder, kennt ihr ja mittlerweile. Ich musste dann immer noch meine Mom fragen, ob ich auch ins Gym kann. Und die hat gesagt, nein, du musst erst einen Garten machen, also die Gartenarbeit. Und ich musste halt Rasen mähen. Ey, der Rasenmäher ist durch den Garten geflogen, Alter. Das Ding ist da durchgeflogen und ich war so, ey, ich muss jetzt trainieren. Vollgas gegeben und dann ins Gym gegangen. Aber ich habe auch mal, also bei Stim-Booster würde ich es nicht empfehlen, aber ich habe mal so einen Pump-Booster, habe ich mal so, keine Ahnung, eine Stunde, 1,5 davor genommen. Also ich habe den getrunken, dachte, jetzt gehe ich eine halbe Stunde trainieren, das passt. Dann kam der Garten dazwischen. Ja, kam irgendwas dazwischen, diesmal nicht der Garten, Gott sei Dank. Aber, aber da war ich so 1,5 Stunden später halt im Training. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was es war, aber da hat der auch richtig gescheppert. Also bei Stim-Boostern, die brauchen, bei Pump-Boostern, die brauchen, glaube ich, auch eine gewisse Zeit, bis sie ankommen. Weil ich auch oft gefragt werde, hey, wie sieht's aus mit Pre-Workout Essen und Pre-Workout Drink, so wann soll man das einnehmen? Ja. Und beim Essen bin ich immer so, fahre ich immer gut bei Beine, so 2 Stunden vorher. Und beim normalen Oberkörpertraining so 1 bis 1,5 Stunden vorher. Dann gibt es aber auch wieder Menschen wie den Rolly Winkler, als ich in Kuwait im Trainingslager war. Rolly kam rein so, hey, what's up, brother? Ich so, alles klar, bist du ready? Ich war ja, wie alt war ich? 22, 23. War auch nur so in dem Film, so, du musst alles perfekt machen und scheiße, 1,5 Stunden vorher gegessen. Das geht ja nicht, weil dann habe ich ja keine Energie. Der kommt, also, weißt du, so gegen alle Regeln der Neuzeit, so, ja, nicht so viel Fett vorm Training und das und das. Geht dann in die Cafeteria in Kuwait, setzt sich hin, sagt, ey, ich würde noch kurz was essen, gell? Und ich dachte, oh, scheiße. Nochmal 1,5 Stunden, bis der dann wahrscheinlich trainiert, weil wir wollten Beine machen. Und ich war so sehr ehrfürchtig, weißt du, da war ich schon beim Olympia, aber was der Mann erreicht hat, so in seiner Karriere, da war ich so, da sage ich gar nichts, weißt du, da halte ich mein Maul und eine Ehre für mich, mit dem zu trainieren und warte, bis der ready ist. Egal, der setzt sich hin, Lachs und Reis, Lachs und Reis, trinkt irgendein Vita Powerade oder irgendwas dazu, keine Ahnung. Ist es so, ist original mit dem letzten Bissen fertig, chillt so kurz. Okay, let's go. Das ist jetzt quasi unmittelbar vom Training einfach reingebracht. Unmittelbar vom Training. So 5 Minuten vorher hat er dann Lachs mit Reis gefressen und hat dann so asozial mit mir Beine trainiert. Das war echt Hölle. Aber. Der hat doch nicht gekotzt oder so? Nein, überhaupt nicht. Der hat da trainiert und gut war's. Aber da habe ich mal mit Magus, als der bei mir war, oder ich bei ihm, ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe euch auch mal gefragt, so, ey, wie hast denn du das so gemacht vom Training damals? Teilweise hat er auch so 20 Minuten vorm Training gegessen noch so. Also da auch wieder, es sind Empfehlungen, aber macht's, wie ihr es am besten fühlt und wie es am besten reinpasst. Und ich glaube, das ist ja auf alles übertragbar. Keine Ahnung. Also, solange es für euch funktioniert, go for it. Ich gebe euch nur auf den Weg mit, was für mich persönlich funktioniert hat. Ich würde sagen, du bist Spider-Man himself, oder wie? Ich übe für den nächsten Spider-Man. Oh, aber die Übung ist so gut. Wirklich für die Schulter. Was bringt die und wie übst du da Druck aus? Drückst du einfach gegen? Oder nee,
du hast die Bänder hier und du ziehst die sozusagen so auseinander und dann gehst du halt eben nach links und rechts und das ich glaube, jeder Physio kann es jetzt besser erklären in den Kommentaren, aber du spürst dann hier außen so einen Druck. Ich weiß nicht, ob es die Rotatorenmanschette ist, aber die Schulter fühlt sich mega an danach. Aber ich bin Mobility Kung Fu Meister hier drin. Fühle ich mich immer richtig so. Aber das ist gerade in diesem Aufbau ist es noch mehr eine Sache, worauf ich Acht gebe. Ich bin jeden Tag in diesem Raum und verbringe Zeit, um geschmeidiger zu werden. Und kann das jedem von euch auch ans Herz legen. Also auch im Anbetracht halt, wo stehst du, Muskelmasse technisch, alterstechnisch, bla bla. Also spielen schon ein paar Faktoren rein. Wenn du jetzt 14, 15 bist, gerade angefangen hast, so ist es auch nicht unwichtig, aber würde ich schon eher priorisieren, mal 100 Kilo auf die Bank zu packen und zu drücken. Aber sonst sind solche Beweglichkeits-, Koordinations-, Mobilitäts-, ja, die ganzen Geschichten einfach zum einen wichtig und zum anderen hört sich komisch an, aber auch sowas von, du fühlst dich danach sowas von geil, gerade wenn du diese seitlichen Dinge machst so und so ein bisschen Geschmeidigkeit in deine Wirbelsäule reinkommt und das nicht so stiff ist, also so hart, dann ja, flowst du da viel besser. Und das ist seit meinen B-Boy-Zeiten, seit ich gebreakt habe, ist das in mir drin und ich will das immer aufrechterhalten, egal wie viel Kilo ich wiege. Und das macht euer Posing smoother, das lässt euch ja ein viel besseres Auftreten haben. Aber jetzt habe ich auch gleich Bock, die Arme wegzurotzen. Deswegen mache ich hier noch schön. Oh, es tut gerade immer so gut, weil je mehr Kilo draufkommen, desto versteifter ist der untere Rücken. Und den dann schön aufzubrechen, bzw. aufzudehnen, ist unfassbar gut. Ey Alter, ich hab gestern ein neues Gerät bekommen. Hast du schon gesehen, als du reingekommen bist zur Tür? Ah, ich dachte, das wird irgendwie, soll wegkommen. Es ist neu. Es ist gekommen und es kommt auch wieder weg, aber es kommt wieder zurück. Okay, aber jetzt hast du mich verwirrt. Ja, ich zeig's euch gleich. Bleibt dran. Hier, Alter. GIG, Alter. Gerät ist geil. Sieht aus wie der Stuhl eines gewissen Arztes. Erklär mal. Erklär du ruhig mal. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Ich auch nicht. Das ist das Motherfucker-Gerät ever. Das ist ein schnell Goliath-Strecker-Beuger-Kombo. Ich habe das gestern in der Story gehabt und mir haben die paar Leute das gleiche geschrieben, was du gerade gesagt hast. So, was ist das denn? Yeah. Erinnert irgendwie an was anderes. Aber das, meine Damen und Herren, ist ist meiner Meinung nach wirklich der beste Beinstrecker der Welt. Die Dinger werden, ja, okay, so funktioniert das. Die Dinger werden, Jetzt sehe ich hier die Polster. genau, die Dinger werden hier, die werden leider auch nicht mehr produziert. Ich hoffe, jemand von Schnell guckt meine Videos und ich hoffe, ihr könnt die Getriebe irgendwo wieder auftreiben, weil damit und mit der Verabschiedung dieser Maschine verabschieden sich so viele geile Quadrizepsmuskulaturen und Beinbeugermuskeln, die gemacht werden können. Es gibt zwar noch das Bilaterale, also das, wo man mit beiden Beinen gleichzeitig trainieren kann, aber du hast bei diesem Gerät eine Kraftkurve, das ist geisteskrank. Und
du kannst, also deswegen kannst du dich auch hier so hinlegen, du kannst im Liegen theoretisch den Beinstrecker auch machen, was halt auch nochmal sich so verrückt anfühlt. Was ich da aber immer gerne dran mache, ist den Beinstrecker einbeinig. Und das hat auch, ihr wisst ja, ich bin so ein Prime-Liebhaber. Yeah? Und das, was Prime in der Neuzeit gemacht hat, hat schnell einfach, die dachten sich so, komm, scheiß drauf, wir machen das von, ich weiß nicht, wie lange es die Marke gibt, ehrlich gesagt, aber bestimmt schon 40 Jahre oder so. Und die haben das dann schon mit eingebaut. Und da ans Muskelversagen zu trainieren, fühlt sich so verrückt an, weil das so eine geile Spannungskurve hat, dass es halt auch oben nochmal einen Ticken leichter wird. Also wie soll ich erklären, die Spannungskurve ist einfach unnormal geil bei diesem Gerät. Und was man halt auch machen kann, also du kannst einzeln machen und dann kannst du halt noch nehmen, umdrehen, hier reinmachen. So, dann arbeiten. Ja, ist jetzt kein Gewicht drauf, aber das Ding steht schon wieder am Ausgang nach der Anlieferung gestern. Aus dem Grund, dass der liebe Osama, mein Schweizer Freund, der mir das Ding hier dran gemacht hat von der Kraftschmiede in der Schweiz und hier auch die die Spannungskurve mit diesem Attachment, also mit diesem Zusatz an dieser Brustpresse mir da dran gemacht hat. Und der ist so ein Ehrenmann. Ich habe dem geschrieben, ey Osama, können wir da was machen? Bei allen Geräten in diesem Studio habe ich so eine spezielle RAL-Nummer. Also RAL ist diese Farbnummern da. Aber habe ich dem Osama geschrieben, ey, können wir da was machen? Weil die Funktion ist geil, aber ich will auch, dass die Optik stimmt so. Das ist für mich eine wichtige Sache. Und deswegen wird dieser Oldschool-Schemel wird einmal gesandstrahlt, wird einmal schön mit den blauen, mit dieser RAL-Nummer, dem Blau, wird so ein bisschen gepimpt. Es kommen neue Polster drauf, vielleicht auch hier mit meinem Bärenkopf drauf und so. Und dann kommt das Ding hier rein. Ich mache ja auch bei Arne immer ein bisschen dieses Pyramidenmäßige so. Ich mache schon 2 harte Sätze dann, aber dieses Aufwärmen geht so schon in die 12 bis 15er Bereiche. Ich versuche einfach entgegen der Science richtig viel Blut aus so einen Arm reinzukriegen und genau die Übungen zu machen, die ich so richtig brutal spüre. Also nicht so, okay, so ein cooler Tipp eigentlich so, wenn du jetzt in so einer Kette trainierst oder so, siehst du ja oft so, gehst als Anfänger rein, das kenne ich auch von früher, und die siehst ja, okay, der Typ ist stabil und der macht die Übung, dann mache ich die auch. Aber auch wenn ihr es jetzt bei mir im Video seht, ich mache die Übung, probiert die gern aus. Aber wenn ihr merkt, so, hey, irgendwie connectet da bei mir gar nichts, dann macht eine andere. Und dann probiert so und dann braucht ihr so, ja, vielleicht 1-2 Jahre. Und dann habt ihr aber für eure Muskelgruppen so die Übung, wo ihr sagt, Alter, Baba, wisst ihr so, geht richtig ab. Ich spüre den Muskel, ich kriege einen guten Pump, weil der Pump ist auch ein guter Indikator dafür, so okay, kommt was an. Und dann könnt ihr bei der Übung bleiben und dann da gucken, dass ihr richtig stark werdet. So. Also da ist die Übungsauswahl was mir extrem gut geholfen hat. So. Und bei mir war es so auch so ein bisschen eine verschicktere Übungsauswahl. Nicht so halt, ich hatte so einen Kollegen damals, ich war immer so, der Sack, der hat immer nur normale Curls gemacht und hat so einen riesen Ärmel, einen riesen Bizeps bekommen.
Ich habe immer gecurlt, das kracht und es war einfach, ja, war bei mir nicht so gut. Bei mir waren so diese Auflegdinger. Überall, wo mein Trizeps so aufgelegt ist und ich curl, das ist bei mir gut reingegangen. Ja, oder auch so hinterm Rücken arbeiten. Aber seht ihr halt alles, deswegen. Du hast vorhin schon erzählt, du machst Wechsel, ne? Bizeps, Trizeps, Trizeps, Ja, Bizeps. Und eigentlich wie in Bunkerzeiten, Bro. Weißt du noch so, habe ich immer viel, da hatte ich auch noch so einen Armtag. Und da hast du auch mit der aufgelegten immer angefangen. Genau. Und da habe ich immer das Thumbnail gemacht. Ja. Weil ich wusste, Weil da war das Licht gut. genau, erstens das, zweitens der Arm sah gut aus. Ja. Ja, das war. Aber seht ihr, dann bin ich eine Zeit lang auch weggegangen von dem reinen Armtag. Und bin jetzt wieder zu diesem, wie Dennis und ich auch immer sagen, diesem Samstags-Accessoire-Tag. Heute ist Sonntag für alle, weil ich war gestern viel zu durch. Und ist auch so ein neues Oskar Liczynski-Ding, auch mal zu sagen, ey, wenn ich völlig durch bin, eben nicht zu trainieren und zu sagen, hey, heute wäre eigentlich Trainingstag, aber geht gerade nicht, weil ich einfach viel zu am Sack bin. Und deswegen, ja, den Tag von gestern auf heute verschoben und einfach umgeplant. Also das hätte ich vor 5 Jahren, muss man sich immer auch so ein bisschen selbst reflektieren. Ey, jedes Mal, wenn ich mich an dieses fucking Gerät setze, denke ich an Röhl, wie der da eine Woche vor Offenbach mit mir, weißt du, so das Gewicht so väterlich hochgezogen hat. Todeslustig. Ja, immer eine schützende Hand über mich. Nee, aber hier mache ich es genauso. Hier gehe ich auch eher Satz für Satz hoch und mache dann, habe jetzt einen gemacht, mache jetzt nochmal so einen halb intensiven, aber dann einfach vergewissern, dass ich richtig warm bin und dann feuere ich 2 richtig ab. Kennst du noch Hans Entertainment? Nee. Da war mal so ein Meme früher. Kennt ihr den Hans Entertainment Moment? Scheißegal. Aber kennt ihr den Moment, wenn ihr das runterlasst und euch denkt, oh nee, wenn ich den jetzt noch hochziehe, dann könnte es sein, dass das Ding hier nach oben rollt. Ich habe das manchmal auch das Gefühl, wenn so Spannung und so Druck drauf ist, am Ende, naja, nicht dran denken. Das, ja, nie dran denken, weil das macht euch, boah, ich hasse das dann auch. Es gab so eine Zeit lang, da wurden so diese Abriss-Fails irgendwo gepostet, so. Schlimm. Boah, und ich habe einem meiner Kumpels so eine Anfuhr gegeben, weil ich so asozial fand, dass der da irgendwie mir sowas geschickt hat. Schickt mir das nie wieder, Alter. Ich will das nie wieder ansatzweise nur sehen. Jetzt frage ich mich aber auch, warum nur die Box im Hintergrund läuft und nicht die. Ja, du weißt, es gibt immer Baustellen. Danke, Musti. Achso, ist ausgestöpselt. Ja. Die Reinigung war hier und Box wurde ausgestöpselt. Gut, dass uns das jetzt in der Hälfte vom Training auffällt. Soll mal einer sagen, dass ich nicht Science-Based trainiere, Alter? Habe ich beim Gym Dan. Gym Dan ist ein cooler Account, den könnt ihr mal abchecken. Da holst du also die Inspo her. Der Mann, ich hole meine Inspo von überall. Wirklich, ihr solltet euch auch Inspo von, ja, überall ist so ein, Merkst du selber. überall ist auch ein falscher Begriff, aber so, ich habe ja im letzten Video, glaube ich, war es auch gesagt, so, ey, versuch von jedem zu lernen und versuch, Ja, hast du erzählt. ja genau, sogar an der Stelle hier, glaube ich. Ja. Ist eine super wichtige Sache. Und ja, deswegen Shoutout an Jim Dan. Der hat mir auch damals mit der, ich wollte gerade sagen FFP2-Maske, jetzt hätte er ein paar boshafte Nachrichten bekommen, aber der hat mir auch cool geholfen dann mit dieser CPAP-Maschine. Ja, das ist
Ja. Das war ein cooler Tipp auf jeden Fall. Und ist eine nice Übung. Finde ich aber nur, wenn man da zu stark drin wird, dann geht die auch schon gut auf dem Ellenbogen so. Und deswegen mache ich die, wenn dann erst als ja, nicht als Eröffnungsübung, sag ich mal so. Aber gerade fahre ich immer ziemlich gut mit den Pushdowns an der Schrägbank, mit der hier, und Dips mache ich auch immer samstags zum Abschluss. So ein bisschen aufrechter, ist auch eine geile Trizepsübung auf jeden Fall. Ich finde eigentlich der Nippelblitzer immer. Ohne Scheiß, die Tanks sind echt geil, aber bei entsprechender Körbchengröße zieht es das dann schon immer schön nach außen. Alter. Fühle ich mich wie der alte Ray beim Berghain. So, aber wir haben 3 Sätze gemacht. Den ersten habe ich so, ich glaube 16 Stück oder so gemacht. Dann im zweiten habe ich 10 bis 12 und jetzt habe ich 8 gemacht, glaube ich. Würdest du sagen, dieses Pyramidensystem ist eins deiner persönlichen Erfolgsgeheimnisse, was Armtraining und Armaufbau betrifft? Ich würde sagen, das ist beim Armtraining. Ich habe das auch mal eine Zeit lang bei anderen Muskelgruppen gemacht, wo es nicht ganz so gut funktioniert hat wie dieses Top- und Backoff-Ding. Aber bei Armen hat es bei mir sehr gut funktioniert. Einfach weil, was ja auch logisch ist, wenn du mehr Wiederholungen machst, wenn du was öfters wiederholst, wird ja auch die Technik besser, wird ja auch die Ansteuerung besser. Und ich glaube, das war eher so das Ding bei mir, dass ich da einfach voll geil gelernt habe, wie ich dann, wenn das Gewicht schwerer wird, sozusagen den Muskel immer noch sehr gut treffe. Und bei Brust zum Beispiel, da kann ich ultra viel Gewicht nehmen und wegrotzen und es kommt bei meiner Brust aber an. Ja. Wäre natürlich geil, wenn es bei jeder Muskelgruppe so ist, aber da es bei uns allen nicht so ist, bei allen Muskelgruppen, und wenn doch, dann herzlichen Glückwunsch, dann bist du genetisch sehr gesegnet und wirst wahrscheinlich ein ziemlich guter Bodybuilder oder eine ziemlich gute Athletin. Bei Schwachstellen generell ist es schon, finde ich, diese öftere Wiederholungs- und Pyramidensystem kann da schon auch Sinn machen. Ist natürlich entgegengesetzt jeder Trainingsphilosophie heutzutage, weil man darf ja eigentlich kaum mehr als nur 2 Sätze machen. Das gilt ja schon als Todessünde. Aber früher war das so, ich bin auch noch so in den Sport reingekommen, da waren 4 Sätze, waren immer Pflicht. Und am Anfang waren die meisten eher leicht und am Ende dann schwer. Das ist so ein klassisches Pyramidenprinzip. Das hat auch Magus hat das auch zum Beispiel immer gemacht. So. Das war echt so ein gängiges Ding. Und die Muskulatur wurde ja doch irgendwie aufgebaut. Also ich habe das ja auch gemacht. Ich habe ja damals, als ich Neddy war, habe ich ja auch dann so angefangen. Habe dann 4er-Split gemacht, also jede Muskelgruppe einzeln. Und dann auch immer 4 Sätze und so. Und Profi bin ich dann auch so geworden. Ich muss mal meinen alten, ich habe da noch so einen Trainingsplan von, wo ich in der Schweiz gelebt habe, wo ich dann in dem Jahr Profi geworden bin. Der ist auch ultra geil anzuschauen. Da war auch immer 4x 8 bis 12, 4x das, habe ich immer so 30 Sätze weggeschrubbt. Wenn man eine Schwachstelle identifiziert und man will sie kaschieren, macht es Sinn, die auch dann mehr zu trainieren? Oder ist das individuell abhängig von Muskel, von Typ? Gibt es da keine Blaupause? Es gibt schon, in der Theorie gibt es ja immer die Blaupause, aber würde die Theorie durchweg funktionieren, hätten wir ja nur Mr. Olympias da stehen. Ja. Und das ist ein cooler Spruch eigentlich, wenn du was Falsches öfters machst, wird es ja nicht besser. Weißt du, allein die Frequenz hochzuschrauben, wenn du den Muskel nicht triffst, also du machst einen Curl und du spürst deinen Bizeps nicht dabei. Wenn du das machst 5-mal die Woche, dann spürst du ja immer noch nicht deinen Bizeps. Willst du mir jetzt sagen,
Schwachstelle ist oftmals ein Ansteuerungsproblem? Ja, Ehrlich jetzt? ja. Also weil sonst würde mein Rücken ja jetzt nicht exorbitant wachsen nach 12 Jahren Training. Sonst würde ja meine Arme die letzten 3 Jahre nicht exorbitant wachsen, wenn ich nicht darauf noch mehr Impact gegeben hätte. Und wirklich geschaut hätte, hey, übungsauswahltechnisch, was ist wirklich gut für mich als Individuum. Und das würde ich sagen, ist schon extrem von der Ansteuerung abhängig. Und dann natürlich auch so, hey, how bad do you want it? So. Ja, klar. Das ist auch ganz viel entstanden, die Armschwäche, aus dieser Push-Pull-Legs-Geschichte. Jetzt habe ich hier ein Fass aufgemacht, Alter. Aber wenn du Brust, Schulter und dann noch Arme, also dann noch Trizeps trainierst zum Beispiel, oder Pull, Rücken, Bizeps, oder Rücken, hintere Schulter, Bizeps, dann kriegt der Bizeps einfach nicht mehr die nötige Freshness, die nötige Bam, ich bin da, kriegt der nicht mehr ab. Keine Ahnung. Mach mal ein asoziales Beintraining und dann trainier ernsthaft noch Waden danach. Das ist ja, da müssen uns alle nichts vormachen, ich selber auch. Also ich verurteile mich da selbst auch. Weil dann stehst du da und machst dann irgendwie so, dippst so ein bisschen hoch, aber das Gewissen noch ein bisschen. Bis im Kopf bist du schon bei deinem Karamalz, das du jetzt trinkst, oder bist schon bei deinem Essen, oder bist schon bei, jetzt fahre ich heim, dusche ich und dann fahre ich zum Kollegen und dann gehen wir auf Tour, was weiß ich. Deswegen ist es auch eine Priorisierungssache so. Und dahingehend kann man seinen Trainingsplan schon umstellen und sagen, hey, das ist mir extrem wichtig, also kommt es zuerst, das klatsche ich jetzt erstmal weg. Und dann funktioniert es auch. Und ich nutze auch so ein bisschen den Tipp, oder habe so ein bisschen den Tipp von Arnold genutzt, als meine Arme noch schwach waren. Und dem hat sein früherer Trainer hat dem gesagt, so, ey, du ziehst ab jetzt immer eine kurze Hose an. Also das Body-Shaming wurde sozusagen absichtlich gemacht. Jetzt ohne Scheiß. Der hat dann immer diese kurzen Hosen angehabt und hat halt die Streichholz-Legs, und er hat sie halt nicht in so weiten Hosen kaschiert irgendwie, sondern er musste dann immer mit diesen Hosen stets konfrontiert mit der Realität. Ja, und deswegen war ich dann immer ärmellos am Start, fand es dann aber auch ganz gut, weil du hast ja deine Muskel gesehen so. Aber du weißt schon, dass jetzt die ganzen 16-, 17-Jährigen, die quasi alles aufbauen müssen, jetzt nackt trainieren gehen. Nackt ins Studio. Ständig konfrontiert, wie scheiße man aussieht. Bro. Ich finde, mit denen hat man auch ähnlich wie bei diesen Mac-Dingern, nicht Mac, Fat Grip, sorry, hat man da so ein geiles, da lege ich auf den Daumen nie so richtig rum, sondern heb die immer so und dann ziehe ich hinterm Körper. Und das ist für mich auch eine Übung, die hat bei mir auch richtig viel gebracht. Also die zeige ich ganz vielen und die sagen so, nee Mann, das geht bei mir gar nicht. Also wo ich die zuerst gesehen habe zum Beispiel, Bro. Na? Ich bei Nick Walker so gesehen. Ja, der hat die Arme, das ist ja wie ein eigener Planet. Training tut halt auch weh. Ich finde, Trizeps ist schon deutlich angenehmer von diesem ekligen drin.
machen jetzt Combo. Time is money, you know. Also machen wir Dips. Hier einen schönen Supersatz Curls von oben. Ich liebe so einen dreckigen Armtag. Kann man auch schön mal so Kombinationsübungen machen. Das fand ich damals bei Brustdrücken auch geil. So Brustrückentraining. Supersatz irgendwie Schrägbankdrücken mit, keine Ahnung, Überzüge. Du warst von der Seite so. So, das heißt, das ist unsere letzte Armübung jetzt hier, oder was? Jawohl. Hier Superset. Schön Superset machen. Doppelsatz. Und dann ist gut. Ich mache die Dips auch tatsächlich mit Unterstützung, ist da super wenig, aber das hilft mir extrem in diesem Flow zu bleiben. Ja. Und da versuche ich auch wirklich aus dem Muskel rauszudrücken so und nicht einfach möglichst irgendwie, früher habe ich da auch irgendwie 320er, 60 Kilo Zusatzgewicht Dips gemacht, die aber nicht so gehittet haben, wie ich es gern hätte. Und dann auch das ein oder andere Mal der Ellenbogen gemacht hat. Sonntagspump. Immer wieder herrlich. Peach Rings, ja? Oder Nee, irgendwas Holländisches? es ist Royal Candy. Ja, es ist Peach Rings. Nein, es ist Royal Candy. Pass auf, ich hol dir dein Karamals. Und wir möchten eine Karamals und bitte nochmal so eine kühles Wasser. Oder es ist Kara Eis. Ich weiß es nicht. Nee, das gefriert irgendwie nie. Was brauchst du noch? Noch ein kühles Wasser bitte. Von welchem Fach? Ich habe hier verschiedene Auswahl an Gefrierstufen. Ja, Gefrierstufe nicht ganz durchgefroren bitte. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ich glaube das hier. Ja. Merci. Glutamin rein. Scoop. Some Creatine, some Glutamin. Ich habe da echt jedes Mal das Gefühl, wenn ich das dann trinke nach dem Training, ist das so. Okay, aber das ist schon auch Placebo irgendwo. Klar ist es Placebo, Alter. Aber ey, bei Dragon Ball die magische Bohne, das ist so. Ey, so viel bei Dragon Ball war einfach so richtig. Ja. Das war so richtig, Mann. So ein. Eigentlich würde ich das Bildungssystem machen für die Schulen, wäre das eigentlich so Pflichtlektüre. Das kann ich beruhigen, es gibt auch einen Grund, warum du das nicht machst. Nee, Alter. Ich glaube, da haben wir einige in der Community, das genauso sehen. Das mischen wir zusammen. Und dann sage ich auch schon, danke fürs Zuschauen. Markus und ich waren so, mal wieder einen richtig räudigen Arm-Day aufnehmen. Ist auch mal geil. Lang nicht gehabt, ja. Sehr lang nicht gehabt. Und glaube ich immer wieder cool anzuschauen. Ansonsten sage ich, wir hatten jetzt auch richtig geilen Bodybuilding-Content, so die letzten Videos. Und uns erwartet ja auch geiler Content jetzt mit dem nächsten Chest Day. Und der Einweihung der Maschine. Der nächste Chest Day, der wird wild. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wir hoffen, dass die Brust dran bleibt. Ja, ganz ehrlich, wenn ich das von so filme, das sieht einfach schon aus, als wäre das so, keine Ahnung, Implantat. Es ist Implantat. Ach so? Ja. Alles ist Implantat. Ach so. Weil Fortschritt gibt es ja
Fortschritt in 2026 gibt's, ja, lass den Nippel ruhig rausflitzen. Fortschritt, meine Damen und Herren, gibt's nicht mehr. Progression darfst du nicht mehr machen. Das ist dann entweder Öl oder es ist Implantat. Aber Oder Glück. ja, Glück sowieso, weil ey, mit der Genetik würde ich es ja auch schaffen. Und Ja, und mit Stoff halt natürlich auch. ja klar, Stoff und Genetik und Könntest du mich auch hinstellen. dann musst du auch gar nicht trainieren, weil es gibt eine Studie, da haben Leute, die natural trainieren und dann Leute, die nur was genommen haben, dann die, was nur was genommen haben, haben mehr aufgebaut. Ja. Siehst du mal. Ob es intrazelluläres Wasser war oder Muskel, das wurde natürlich nicht untersucht. Aber wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst Liebe da und ja, guten Pump.